Wir haben das schicksalhafte Glück oder Nicht-Glück, in einer sehr, sehr bewegten Zeit zu leben. Das Alte stirbt. Also wir wissen, es wird nicht mehr tragfähig bleiben. Das Neue ist aber noch nicht geboren. Das heißt, es gibt uns noch nicht genug Angriffsfläche im Sinne von wirklich greifen, es packen können, ihm zu vertrauen, dass es uns halten kann. Jetzt ist die strukturelle Krise so ausgereift, dass wir tatsächlich Dinge für machbar, für möglich und realisierbar halten, die vorher eben sich nicht durchsetzen konnten, wo sich nicht mal Leute getraut haben, sie zu thematisieren. Ich habe das Gefühl, es ist wieder ultra viel los auf der Welt. So eine Gleichzeitigkeit von Krisen, mitten in der Pandemie, diese ganzen Waldbrände, die Überflutungen. In Wirklichkeit also ist es eine Dystopie, was da vor uns steht. Ne? Es ist so, dass wir die Haut der Erde zerstören. Und da ist so ein Fenster, was wir wahrnehmen können, um nicht dann von einer Katastrophe in die nächste zu hüpfen und die ganzen Impulse, diese Katastrophenimpulse auf den Versuch, demokratisch, freiheitlich, selbstbestimmt, selbstverwirklichend zu leben, den kapieren wir ja auch noch gar nicht, was das alles mit uns macht. Aber am Ende des Tages wird eine nachhaltige Art des Wirtschaftens nur dann möglich sein, wenn wir auch den sozialen Frieden schaffen, die Integration der Gesellschaft stärken, weil die Digitalisierung, nämlich genau die Technologie, zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führen wird. Wenn ich nicht mal mehr die Leute im Supermarkt sehe, weil ich bei Gorillas alles noch zu mir nach Hause bestelle, dann begegne ich anderen nicht mehr. Und dann kann sowas wie ein kollektives Momentum ja auch gar nicht bestehen. Der Mensch ist ein ultrasoziales Säugetier, das verkümmert, wenn er nicht mit anderen verdrahtet ist. Das Neue ist immer das, was im Alten vorhanden, aber noch unentzifferbar, unkenntlich war. Ja? Wenn man sich die Struktur oder die DNA von Gesellschaften ansieht und dann guckt, wann haben sich Gesellschaften verändert, unter welchen Umständen haben sie das getan, dann fällt der Blick aus der Makroperspektive auf eine Zeit, wo wir sagen, wir befinden uns tatsächlich, und zwar nicht nur in einer eingebildeten, sondern in einer historischen Umbruchssituation, in gewisser Hinsicht in der größten Umbruchssituation seit etwa 200 Jahren. Es ist die Revolution nicht der Produktionsmaschinen, sondern die Revolution der Informationsmaschinen. Die Revolution der Produktionsmaschinen hat die bürgerliche Erwerbsarbeitsgesellschaft geschaffen. Die Revolution der Informationsmaschinen schafft etwas, was ich Sinngesellschaft nenne. Eine Gesellschaft, in der sich für die Menschen, in deren Mittelpunkt nicht in allererster Linie die Arbeit um der Arbeit willen beschäftigt, sondern die Frage, etwas Sinnvolles zu tun. Und wenn wir jetzt noch bedenken, dass die revolutionäre Zeit, in der wir uns befinden, eine doppelte ist, weil es ja nicht nur das zweite Maschinenzeitalter ist, sondern weil es gleichzeitig noch die Nachhaltigkeitsrevolution ist, die wir machen müssen. Wenn wir das beides zusammendenken, dass die digitale Revolution gleichzeitig eine Nachhaltigkeitsrevolution sein muss, dann versteht man die Größenordnung der Aufgabe, vor der wir standen. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, es ist die größte Aufgabe, vor der die Menschheit seit mehreren 100 Jahren steht. Und jetzt geht es darum, dieses utopische Momentum wiederzuhalten und wieder den Mut zu haben, innerhalb des sterbenden Systems das neue System aufzubauen, das Neue zu sehen. Und deshalb sind hier Zukunftssehende versammelt und sich zu trauen, genau diese Nein-und-Geschichten zu erzählen. Nein, das funktioniert nicht mehr. Und hier gibt es eine Vielzahl neuer Ideen. Das ist ein utopischer Gedanke. Ja? Es gibt auch Leute, die wollen auf jeden Fall
all ihr Erspartes einsetzen für ein Einfamilienhaus mit Hund. Kennt man ja, ne? Diese Bilder, diese Lebensentwürfe, das kriegen wir nicht weg. Es gibt einfach viele Leute, die wollen das. Das Problem ist wirklich aktuell mit dem Klimawandel, ja, wir können uns eigentlich das nicht leisten, dass wir Einfamilienhausgebiete haben. Wir können es uns platzmäßig nicht leisten. Es ist eine riesengroße Katastrophe. Immer diese ganzen Wege, die wir dann auch bauen müssen, die ganzen Leitungen, die wir legen müssen für die paar Leute, die da irgendwo am Rande der Stadt wohnen wollen, nur weil sie ihre Ruhe haben wollen. Das ist ein unwahrscheinlicher Aufwand für die Gemeinschaft. Und die Frage ist, wie kann man es aber machen, dass es trotzdem ökologisch ist? Und eine Idee ist, dass wir sagen, wir packen diese Einfamilienhäuser einfach aufs Dach. Wir könnten uns ja auch überlegen, ja, wie würde denn eine Gesellschaft aussehen, wenn wir auf einem blanken Planeten sind? Was wäre denn, wenn wir zu interplanetaren oder multiplanetaren Wesen werden würden? Was müssten wir erbauen auf dem Mars beispielsweise? Und wie müssten wir mit Ressourcen umgehen? Also es dürfte nichts verloren gehen, ne? Also insofern, wir müssten alle zusammenhalten. Also für mich gehört zum Teilen schon mal ganz elementar, dass alle Menschen die Erde teilen und das heißt, dass es keine Grenzen mehr gibt. Also in dem Sinne, dass alle Menschen überall hin können und sich auch überall frei niederlassen können. Die Utopie wäre für mich sehr einfach, nämlich Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen und erträgliche Temperaturen. Und alle diese 4 Grundpfeiler für unsere Physiologie, für unsere Biologie sind gerade in Gefahr. Ich glaube, dass unsere Aufgabe für die nächste Generation und auch für so eine Utopie ist, eine Utopie eben zu leben, die der nächsten Generation ermöglicht, besser dazustehen, als wir da standen. Wer rund um die Uhr arbeiten muss, um zu überleben, der kann das nicht machen. Und plötzlich sind Technologien da, um uns effizienter zu machen, die uns helfen, Kapazitäten freizumachen, um an wirklichen Problemen zu arbeiten. Aber wir müssen entscheiden, dass wir an wirklichen Problemen arbeiten wollen. Das hier ist ein Wohnblock. Also hier am Rand gibt es Wohnungen, ja, und die sind sehr dicht bebaut. Das heißt, da haben wir die Dichte, die wir brauchen, damit wir genügend Menschen auch wirklich dort haben, damit sich halt zum Beispiel auch ein Kiosk lohnt oder eine Kneipe, eine Bar, ein Theater, ein Supermarkt, was auch immer. Manche würden sagen, ja, der Wohlstand, das Wachstum sozusagen ist doch Treiber genug. Aber ich glaube, dass wir eher sehen sollten, wie wir als Gesellschaft glücklicher werden und zufriedener werden. Und das sollte eigentlich unser Treiber sein, um gute Ideen zu verfolgen. Ich habe erst vor kurzem mit großer Freude mal mir angeschaut, was für Läden, ja, und Angebote eigentlich in einer kurzen Straße sich befinden, die in Berlin-Kreuzberg beheimatet ist. Diese Straße heißt Nostitzstraße. Die ist nicht bekannt. Kein Mensch kennt die Nostitzstraße. Aber wenn ihr mal in Berlin seid, dann guckt sie euch mal an. Dann werdet ihr sehen, krass, dass das möglich ist. Die Nostitzstraße beginnt mit einem Lokal, der heißt Zwanglos 2. Das ist ein Swingerclub. Okay. Gleich daneben kommt ein SM-Studio, dann so ein Weingeschäft, dann gibt es einen Fahrradladen, einen Plattenladen und eine Moschee. Ja? Okay. Und dann kommt meine Kita, also da, wo meine Kids sind. Und das alles in einer Straße auf 200 Meter. Und die Leute schlagen sich nicht die Köpfe ein. Ja? Und ich denke, das ist das, was eine gute Nachbarschaft ausmacht, dass du eine gewisse Diversität da hast, die auch vielleicht bereichern kann. Begegnungen sind das Ein und Alles, glaube ich. Also dieses Verständnis von Menschlichkeit und von einander irgendwie wahrnehmen als Mitmenschen und auch die Werte zu leben, die einfach eine Gesellschaft ausmachen. Ne? Eine Gesellschaft bedeutet gesellig sein. Ich glaube, das ist das
ist das Ein und Alles, ist der Kit unserer Gesellschaft und vor allen Dingen dann auch ein Grundstein für die Demokratie. Auch zu verstehen, dass das, was wir hier tun, von was wir leben, fundamental den anderen woanders betrifft, und zwar jetzt auch. Ne? Dass, wenn wir das lernen würden und fühlen könnten, dann hätten wir auch eine Kraft gewonnen, besser mit unseren Entscheidungen umzugehen. Verständigung ist die Überwindung von Grenzen. Da müsste man doch jetzt überlegen, was sind denn Grenzen? Da gibt es hierarchische Grenzen. Also Verständigen hat ganz viel auch damit zu tun, sich selber zu kennen, seine eigene Haltung zu kennen oder auch sich verorten zu können als Person. Dann kann ich mich verständigen. Also ist vielleicht der erste Punkt zur Verständigung auch bei Kindern herauszufinden, wer bin ich, was möchte ich in die Welt bringen. Klar, versteht man sich in einer WG zum Beispiel, ne, also ich bin Veganer und ich würde mich wahrscheinlich in einer Wohngemeinschaft wohler fühlen, wo nur Veganer sind. Ja? Ich bin Nichtraucher, ich würde mich wahrscheinlich auch wohler fühlen in einem Umfeld, wo alle nicht rauchen. Aber gesamtgesellschaftlich ist es besser, wenn immer noch so eine Raucherin dabei ist, noch jemand, der so gerne grillt und Barbecue macht in der Küche. Und wenn es da immer wieder so kleine Reibungen gibt, weil das trainiert die Menschen, sozial zu bleiben. Und am Ende führt es ja zu einer Sache, die Forscherinnen zum Beispiel Resilienz nennen. Das heißt, dass eine Gegend widerstandsfähig bleibt gegenüber Katastrophen, gegenüber gesellschaftlichen Umschwung, gegenüber Diktaturen, gegenüber Hass auch. Ja, also diese Durchmischung ist in jeglicher Hinsicht wirklich bereichernd. Also das ist alles hier so am Rand. Und in der Mitte gibt es einen Park, der ist auf dem Dach, ja, und hier in der Mitte gibt es einen Wasserspeicher. Das ist, wir nennen es Teich. Und darunter gibt es halt einfach eine große Halle, ja, das ist hier drunter, wo alles Mögliche sein kann, was öffentlich zugänglich ist. Eine Turnhalle zum Beispiel für eine Schule oder auch ein Supermarkt, ja, oder ein Apple Store oder keine Ahnung, irgendwas, was halt viel Platz braucht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser Block, wir nennen ihn Salzburger Block, der wäre nicht nur einmal, ne, sondern wäre ein Prinzip, ja? Also wäre praktisch eine Regel, die sich unendlich multipliziert. Das heißt, hier wäre der nächste Salzburger Block, hier wäre der nächste, hier der nächste, hier der nächste. Dann würdest du, wenn du von oben gucken würdest, Google Maps, würdest du nur noch grün sehen. Ja, weil oben sind ja wirklich nur noch Parks und Teiche. Also du guckst praktisch in so eine grüne, blaue Utopie. Die Ideen sind gar nicht neu, also dass man sozusagen einen Park oder einen Garten oder eine Wiese auf einem Parkhaus hat, das ist wirklich überhaupt nichts Neues. Ja? Was vielleicht ein bisschen Neues ist, dass man in der Mitte schon so einen Regengarten anlegt, ja? Weil da muss man schon so ein paar Sachen beachten und vor allem man muss es politisch wollen, dass da wirklich auch ein Teich ist, also ein Bereich ist, den man jetzt nicht verkapitalisieren kann. Man könnte ja auch hier wieder noch Fläche vermieten, aber aus ökologischer Sicht kann das Funktion übernehmen. Es kann Wasser speichern, es kann abkühlen, wenn es zu heiß ist. Es kann Regenwasser filtern. Das könnte auch ein sogenannter Regengarten sein oder eine Zisterne. Also gibt es verschiedene Modelle, wie man mit Wasser umgeht. Und der ist immer in der Mitte von jedem Block. Das ist ein Wohnblock. Und mein Vorschlag wäre, dass wir keine Einfamilienhäuser mehr bauen, sondern nur noch diese Wohnblöcke mit einem grünen Dach. Und die Einfamilienhäuser, die sind einfach hier oben. Ne? Stell dir vor, das ist wie so eine Schrebergartensiedlung. Hier ist der Gemeinschaftsgarten, ne? Und hier an den Seiten sind die Parzellen. Ich träume ein bisschen von einer Welt, in der der Umgang mit den Dingen vielleicht eine ganz andere Form hat. Vielleicht eine Form, die ich noch gar nicht weiß, weil dann ein anderes Selbstverhältnis entsteht, ein anderes Sozialverhältnis, ein anderes Dingeverhältnis. Diese ganze Diskussion um Resonanz hat natürlich was damit zu tun, dass wir uns sonst immer verwerten müssen. Und wenn ich mich verwerten muss, dann habe ich Leistungsangst, dann habe ich Konkurrenzdruck, dass wir eigentlich im strukturellen Hass leben, immer das Gute für uns, also das Schlechte für die anderen wünschen müssen. Dann kann ich eben nicht das, was ich tue, nicht so gestalten, wie ich es will, sondern wie mein Chef es will oder der Markt es will. Das heißt, wir gehen ganz stark davon aus, dass Menschen sich in dieser Welt verwirklichen wollen. Die Freiheit und den Raum haben, ihre Gaben in die Welt zu bringen. Also, wo eigentlich Hobby und Beruf gar nicht mehr so klar trennbar ist, weil die Leute einfach
das machen können, worauf sie Lust haben, wo sie ja auch stark sind in der Regel. Das geht ja eigentlich miteinander einher. Wir wünschen uns eine Arbeit, wo wir das Gefühl haben, hier kann ich mit meinen Fähigkeiten etwas voranbringen, was gebraucht wird idealerweise. Ja, und wo ich selber auch ständig lerne, reflektiere und mich auch verbessere. Das gibt ja unheimlich viel Befriedigung, wenn das passieren kann. Man arbeitet 15 Stunden die Woche und den Rest der Zeit hat man frei zur Verfügung, was mir ja auch Wert gibt sozusagen. Und das kann ja sein, ich übernehme Care-Arbeit für meinen Nachbarn, ich gehe einkaufen oder bringe eine Glühbirne an oder so. Also Sinn muss ja nicht nur von der Lohnarbeit kommen, das kann ja auch andere Art von Arbeit sein, die nicht bezahlt ist. Wenn man das Gefühl hat, man ist niemand, wenn man nicht arbeitet, ich glaube, das ist das ursprüngliche Problem. Die Menschen können eine Chance für den Planeten sein. Sie können die anderen Lebewesen unterstützen. Wenn Menschen gemocht sind, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen, wenn Menschen Angst haben, wenn man sagt, es wäre eigentlich besser, es gäbe dich ja gar nicht, sind Menschen raffgierig und feindselig. Also man erreicht gerade das Gegenteil davon. Wir kommen dann zu einem bescheideneren Lebensstil, nicht deshalb, weil es uns irgendjemand vorschreibt und sagt, heute ist ein Veggie-Tag oder keine Einfamilienhäuser, sondern wir kommen zu einem bescheideneren Lebensstil, weil wir uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Also die Ideen, zum Beispiel diese Idee ist im Rahmen der Forschung Circular City entstanden. Das ist ein Projekt, an dem ich forsche seit einigen Jahren, die zirkuläre Stadt. Da geht es darum, dass wir halt versuchen, die Funktionen der Stadt nicht nebeneinander zu sortieren, zum Beispiel Schrebergarten neben dem Wohnviertel oder Supermarkt neben dem Friedhof, sondern Friedhof auf Supermarktdach rauf, Schrebergarten auf dem Dach von der Schule drauf, also dass wir eher so zirkulär denken. Es geht hier auch um die Frage der Enkeltauglichkeit und deswegen sind die Fassaden ja auch so, wie sie sind. Die sind total verspielt und springt so hoch und runter. Und das ist nicht eine Fassade, die irgendwie gleichmäßig um den ganzen Block gerollt wird, sondern das soll verspielt sein, das soll sehr divers sein und soll vor allem reparierfähig sein. Also dass man sagt, okay, das Ding gefällt mir nicht, na gut, dann baue das halt einfach nochmal neu oder repariere das. Der Baum, der ist krank, na gut, dann müssen wir da einen anderen Baum pflanzen. Also dass es eher so punktuell auch von Menschen verstanden werden kann, das System, und auch repariert werden kann. Das Beste wäre, wenn man Projekte wirklich erlebbar macht. Wenn Leute einfach irgendwo mitmachen können und dann bei dem Erleben einer vielleicht etwas anderen Lebensweise feststellen, ach ja, das ist ja eigentlich ganz praktisch, macht auch irgendwie Spaß, hat irgendwelche Vorteile, ohne dass man das jetzt akademisch beschreibt, weil das ist ja auch ein großes Problem, dass wir ganz, ganz viele akademische Debatten immer führen, die für viele Leute auch komplett unzugänglich sind. Und das Erleben und Mitmachen ist eigentlich etwas, was es viel leichter macht, Veränderungen auch zu sehen und umzusetzen. Dass man mit dem einen Bein im Bestehenden steht, das ist das Standbein, und mit dem Tanzbein irgendwie versucht, was Neues auszuprobieren, ja, wie diese andere, die kommende, die zukünftige Gesellschaft denn funktionieren könnte. Also es gibt einfach so viele verschiedene Ideen, ja, oder Utopien, wenn du so willst, wie das gute Leben sein soll. Und gerade in der Stadt kannst du nicht halt dein Ding durchziehen, sondern du musst dich immer wieder auf Kompromisse einlassen, immer wieder verhandeln und immer wieder kämpfen. Das ist sehr anstrengend auch, ja. Aber das gehört dazu. Ihr müsst das nicht aus Nächstenliebe tun. Ihr müsst es nicht aus Überzeugung tun und weil wir den Panda-Bären so süß finden, Artenschutz, sondern diese Krisen, Pandemie, Klimakrise, Artensterben, die hängen so eng zusammen. Aber im Kern geht es darum, dass wir die Lebensgrundlagen für uns selber zerstören. Das Nachdenken über Utopien kann auch wie Tagträumerei, für realitätsfern, für verschroben, unrealistisch gehalten werden. Vielleicht ist es das ja auch an ein oder anderer Stelle. Aber wenn wir das ernst meinen mit dem Nachdenken, mit dem radikalen Nachdenken über ein anderes Morgen, dann müssen wir uns verständlich machen. Dann müssen wir in unseren Gedanken konkret werden, wir müssen verschiedene Ausdrücke und Sprachen finden, um die Wichtigkeit dieses Nachdenkens herauszustellen, um transparent zu machen,
was die Zwischenergebnisse dieses Nachdenkens sind. Und wir müssen offen bleiben für die Teilhabe und Teilnahme anderer an diesem Denkprozess. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir am Ende vielleicht eine schöne Utopie entwerfen, aber es macht keiner mit. Wie kommen wir kollektiv aus dieser Phase der Visionslosigkeit? Was wir wirklich bräuchten, ich glaube auch im Unterricht in der Schule, ist, den Schülerinnen und Schülern von Anfang an viel mehr beizubringen, Fantasie zu entwickeln. Wo man genau diese Dinge lernt, utopisch zu denken, in Zukunft zu denken. Ich wünsche mir, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Daraus schöpfe ich auch ganz viel Kraft, sich fürs Thema Klima einzusetzen, weil wir wissen, dass da noch was kommt. Und bei allen vielen Negativbeschreibungen, wir können viel besser sagen, was nicht funktioniert und was wir nicht machen dürfen, als das zu sagen, was wir machen dürfen. Wie können wir überhaupt sinnvoll uns verständigen, uns verstehen, uns hineinfühlen in das wirklich, wirklich andere, wenn wir nur die Sprache des Jetzigen zur Verfügung haben? Ich glaube, man bringt die Veränderung nicht auf den Weg, wenn man selber eine Überzeugung hat und als einziges Problem sieht, wie bringe ich diese Überzeugung an andere heran. Und mir kommt es eigentlich darauf an, die Diskussion ganz anders anzusetzen, nämlich dort, wo man gewissermaßen selber auch die Probleme der anderen teilt, als Teil des ganzen Problemfeldes. Wie können wir die kleinen Inseln verbinden, wo heute schon Utopien real sind? Wenn ich mir vorstelle, es gibt irgendwo einen Raum und es gibt diese Räume und wir schaffen diese Räume, wo Utopien schon funktionieren oder wo alternative Lebenswirtschafts- und sonst was Konzepte eben schon sind. Und wenn wir Leute einladen, sozusagen an diesen Inseln teilzunehmen, wo durch Anderstun neue Qualitäten entstehen. Und das ist tatsächlich, was ich eigentlich jeden Tag erlebe, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, dass man Räume schaffen kann, wo neue Qualitäten entstehen, wo andere Lebensqualitäten entstehen kann durch Anderstun. Was man im Kleinen macht, ist die notwendige Bedingung. Ohne das gibt es keine neue andere Welt. Aber es ist nicht so, dass nur dadurch, dass man im Kleinen sich doller bemüht, dann auch der große Wandel gelingt, sondern dafür braucht es eben Macht und Umschlagmomente und Hebelwirkungen. Und ich meine, dass 120 Camps sich irgendwie zusammenkommen, ist ja schon genau so also da ist mehr als vorher da war. Dieses zusammenzubringen, also auf der einen Seite die Poesie des Herzens einer gerechten Gesellschaft, auf der anderen Seite die Prosa der Verhältnisse einer Gesellschaft, die tatsächlich realisierbar ist. Das ist das, was wir versuchen wollen. Und das in einer Zeit, wo wir sogar die Chance haben, dass der eine oder andere Funken unseres Gedankens tatsächlich später einmal eine große Rolle spielen wird. Thank you.